Bis jetzt habe ich 49 gezüchtete S-Pets. Und ich habe sie alle für über 100 Mio verkauft und mein Gesamtinvestment waren 4,9 Milliarden. Das heißt, selbst wenn ich sie alle für 100 Mio verkauft hätte, wäre ich jetzt schon Break-Even. Und ich habe kein einziges für 100 Mio verkauft, sondern alle für mehr. Zwar leider nicht viel mehr, manche für nicht sehr viel mehr. Aber, und es kommen noch einige dazu. Also so 10, 15 kommen wahrscheinlich noch dazu. Also es werden so 60, 64 sein. Dann habe ich noch etliche A- und B-Pads übrig, die auch alle noch 30, 40, 50, 60 Mio wert sind. Werden auch noch mal ein paar hundert Mio. Also ich werde das alles mal zusammen ausrechnen. Und dann werden wir schon sehen. Aber das Krasse beim Investment, muss man dazu sagen, es war ja nur so teuer, weil ich die 23 Häuser gekauft habe. Also die Hälfte des Investments waren die Häuser. Das heißt, wenn ich jetzt die zweite Fuhre starte, würde ich die Häuser, weil ich sie bei der ersten Fuhre voll angerechnet habe, die muss ich jetzt bei der zweiten, oder müsste ich jetzt bei der zweiten Fuhre ja gar nicht mehr kaufen. Das heißt, da würde mein Investment direkt um 2 Milliarden sinken. Bei der gleichen Menge an S-Pads wären es dann also auch über 4,9 Milliarden Gewinn. Oder Umsatz, besser gesagt. Minus dann 2,3 Milliarden Investment oder so. Dann wären es saftige 2 Milliarden Gewinn in 30 Tagen. Einfach 2 Milliarden, die in 30 Tagen einfach entstanden sind. Ohne dass ich irgendwas... Ich musste nicht dafür zocken. Ich musste kein einziges Monster dafür töten. Es ist, wie gesagt, es ist Free Money. Pet-NPCs sind literally Free Money. Du nimmst eine gewisse Summe an Geld, du wartest und 30 Tage später hast du wesentlich mehr Geld. Es ist literally so easy. Es ist nervig, sich um die Pet-NPCs und so zu kümmern, aber es ist literally Free Money. Noch. Und da viele Leute zu faul dafür sind, wird es das wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben. Wenn man den Aufwand berechnet und gemacht hat mit Wecker hier, Wecker da, weiß ich nicht. Naja, du kannst ja die C-Pads direkt kaufen und bei Stufe C einsteigen. Machen ja auch viele. Dann ist es immer noch recht nervig, weil dann hast du trotzdem die Wecker, aber ja. Also wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich es anders machen. Marks. Ich würde es so machen, kleine Grüppchen, wahrscheinlich immer so 4, 5 Chars zeitgleich starten. Und also entweder bei C starten vielleicht, aber du musst ja erstmal so viele C-Pads kaufen. Das ist auch gar nicht mal so einfach. Das sind nämlich schon ganz schön viele, die du da brauchst. Oder du musst es jetzt selber farmen, je nachdem. Aber selber farmen wäre dann wieder ziemlich hoher Aufwand. Aber mein Problem war halt, ich habe die versetzt gestartet, weil ich die Häuser ja nicht hatte. Ich wollte halt anfangen, weil ich hatte nur 2 Wochen Urlaub. Also ich musste anfangen, ich hatte Zeitdruck. Und ich habe halt jeden Tag, ich mache jeden Tag 100 Mio durch Tower Dailies zum Beispiel. Und manchmal zusätzlich, wenn ich noch irgendwas droppe oder so. Und ich habe dann jeden Tag ein Haus gekauft. Manchmal auch 3 Häuser, manchmal 4 Häuser. Je nachdem, wie gut die Shops liefen, beziehungsweise wie gut ich gedroppt habe. Das heißt, ich habe jeden Tag 1 bis 4 Chars hinzugefügt. Über 5 Tage oder so. Und das Problem war dann halt, dass halt dann die ganze Zeit Wecker geklingelt haben. So gefühlt alle paar Stunden. Ich meine, gut, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich meine, hat es auch Tage, wo der Wecker nur einmal geklingelt hat, aber das war halt so das Problem, dass ich so versetzt gestartet habe. Habe ich da noch nicht realisiert, was für ein großer Fehler das war. Weil ich teilweise auch dann wirklich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt sehe, ich gehe jetzt pennen und in 22 Minuten klingelt der Wecker oder so, habe ich es dann auch einfach ausgemacht, also einfach auf lautlos gemacht und bin dann einfach nicht aufgestanden. So viel ist es dann ja auch nicht wert. Also es war nicht 100% effizient, wie ich das gemacht habe. Also ich habe sicherlich auch etliche 100 Stunden verschwendet insgesamt. Jetzt nicht pro NPC, aber insgesamt. Und also das wäre halt das Ding, dass du halt, wie gesagt, kleine Grüppchen hast. Also manche machen es anscheinend so, habe ich schon gesehen. Die machen das wohl mit 1 Chars zeitgleich. Das finde ich ist dann aber auch wieder ziemlich ätzend und vor allem nicht damit vereinbar mit zum Beispiel arbeiten gehen und so. Weil wenn ich jetzt 20 Chars habe oder alle meine Chars, 23, oder nicht, ich habe sogar 24 Häuser, Entschuldigung, ich habe sogar 24 Häuser gekauft, nicht nur 23.
wenn ich jetzt wirklich meine 24 Chars zeitgleich mit Pets starte, also zum Beispiel ich aktiviere bei allen einen C-Pet-NPC, hau ein C-Pet rein, und dann weiß ich, C-Pet heißt immer 2 Tage, 2 Stunden. In 2 Tagen und 2 Stunden, also jetzt ist 16 Uhr, das heißt in 2 Tagen um 18 Uhr sind die fertig, die Pets. Muss ich die dann alle rausholen. Das bedeutet aber, ich muss mich auf 24 Chars einloggen und auf 24 Chars das machen. Und klar, wenn ich jetzt daheim hocke, dann ist das ein Investment von, keine Ahnung, es dauert vielleicht 10 Minuten oder so, bis du alle Chars eingeloggt hast, ins Haus gegangen bist, Pet rein, Pet raus, Level up, gehen Lager, whatever. Also jedes Mal so ein Investment von 10, 15 Minuten. Verlierst auch bei jedem NPC 10, 15 Minuten, wobei das jetzt nicht so ultra schlimm ist. Da verlierst du halt insgesamt dann einen Tick. Das sind also das ist nichts. Kann man ignorieren. Aber wenn ich jetzt halt nicht zu Hause bin und ich meine, ich plane nicht mein ganzes Leben um den fucking Pet-NPC, vor allem arbeitmäßig ist es schwierig. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich starte es am Samstag und ich weiß, am Montag bin ich im Homeoffice. Ja gut, aber was ist Mittwoch? Was ist Freitag? Was ist mit Freitag in 2 Wochen? Der Pet-NPC läuft 15 Tage. Ich kann nicht 2 Wochen in die Zukunft sehen. Weiß ich hundertprozentig, dass ich da im Homeoffice bin? Nein. Weiß ich hundertprozentig, dass ich in der Arbeit bin? Auch nicht. Ist halt hier und da, ne? Oder ist da vielleicht irgendwas anderes? Und wenn du halt dann nicht zu Hause bist, ist es halt ätzend, weil du könntest es theoretisch zwar im Handy machen, aber mit 24 Chars den Pet-NPC mit dem Handy changen, da bist du eine halbe, dreiviertel Stunde wahrscheinlich beschäftigt. Also ich brauche für einen Char Pet-NPC am Handy tauschen Minimum 30 Sekunden plus umloggen. Am PC wahrscheinlich 10 Sekunden. Und das ist auch nur dann, wenn ich die Chars schon alle vorm Haus stehen habe. Also wenn der Char noch in Nordflares steht, dann darfst du erstmal dahin latschen. Hast wahrscheinlich noch 3 Portbugs auf dem Weg. Und am Handy ist halt alles so langsam. Du musst dich erst ewig drehen, bis du den NPC siehst, den NPC antabben. Manchmal erwischt du das Pad nicht gleich und so. Also am Handy verlierst du so viel Zeit mit so unnötigem Scheiß. Weil es einfach nicht dafür ausgelegt ist. Und daher, wie gesagt, manche Leute machen es halt lieber so. Also ich würde es wahrscheinlich so machen. Kleinere Grüppchen. Und was du halt, wie gesagt, auch machen kannst, ist halt, du sparst dir die ersten Stufen, weil die ersten Stufen sind halt alle 10 Stunden. Das ist schon, also die erste Stufe ist richtig nervig. Alle 10 Stunden, das geht einem richtig auf den Geist. Das ist quasi mindestens 2-mal am Tag. Manchmal 3-mal. Das ist ultra nervig. F-Pads, F zu E, alle 10 Stunden. Und auch ultra nervig ist E zu D, ist alle 20 Stunden. Das sind die mit Abstand nervigsten Stufen. Und wie gesagt, aber viele sagen halt, naja, man startet direkt mit C, dann habe ich in jedem Haus CBA. Das heißt, jedes Haus hat einen geschlossenen Kreis von C bis S sozusagen. Fertig. Also ich starte mit einem C-Pad und am Ende kommt immer ein S-Pad raus. Macht das Ganze halt sehr übersichtlich, aber du hast ja dieses Startinvestment von mindestens 20 Millionen für ein C-Pad. Das ist halt 20 Millionen pro Pad, das du halt verlierst. Und jetzt, wo die Pads nur noch 100 Mio wert sind, ist das halt 20% Umsatzverlust, kann man sagen. Also oder fast, oder sagen wir 15%. Ist schon nicht wenig. Wenn du so ein paar wenn du so an Milliardenbeträge denkst, dann macht das auf jeden Fall schon gut was aus. Aber du hast halt dann mehr Convenience, weil es halt dann wirklich nur alle 2 Tage plus 2 Stunden. Und dann würde ich es halt wahrscheinlich, wie gesagt, in kleinen Grüppchen machen. Immer so nur 4 Chars oder so, oder 5 vielleicht. Dass ich es halt, egal wo ich bin, auch mal kurz mit dem Handy machen kann. Weil, wie gesagt, 24 Chars mit dem Handy, das kannst du halt komplett vergessen. Das ist geistesgestört schlecht. Das Invest hast du ja auch, weil du F&E-NPCs kaufen musst. Nee. Also ja, aber du musst rechnen, ein C-Pad kostet also ich glaube, es sind ungefähr 20 Mio. Ein F- und E- und D-NPC, also alle 15 Tage, kosten dich aktuell noch 390 F-Coin. Das sind, sagen wir einfach 60 Mio. 400 F-Coin mal 15 Mio, also sagen wir einfach 60 Mio. Das sind 3 C-Pads. Was du aber bekommst, wenn du alle 3 NPC kaufst, sind nicht 3 C-Pads, sondern, jetzt muss ich selber kurz überlegen, 250 Stunden, du kriegst 5 C-Pads. Und dann müsstest du halt noch einen D-NPC kaufen. Also effektiv bräuchtest du ein F, 2 E und 2,5 D-NPCs. Das müsstest du ausrechnen, wie viel kostet das? Und dann würdest du
Was wirst du dann bekommen? 12,5 C-Pads. Kostet dich 100 Mio. Und du kriegst aber Pets im Wert von über 200 Mio. Und je mehr du halt machst, wie gesagt, je größer du das Ganze aufziehst, desto krasser wirkt sich das aus. Klar, wenn man klein denkt, nur mit einem Haus, einem NPC und so, dann wirkt sich das immer nicht so krass aus. Aber eigentlich musst du halt in diesen Sphären schon größer denken. Denke ich. Aber trotzdem sage ich von F aus Anfang, auch wenn es nervig ist, naja, das habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich gewollt. Ich wollte nur sagen, dass man das mit dem C-Pad halt nicht unterschätzen muss. Also, beziehungsweise mit den anderen NPCs. Also die NPC-Preise sind ultra gering. Also du kannst legit den halben NPC ins Leere laufen lassen und du machst immer noch Fat Profit, weil die NPCs so freaking günstig sind. Das ist wirklich kein Thema. Also das sollte man natürlich nicht machen, das wäre ziemlich dämlich, aber verstehst schon, also man hat sehr viel Spielraum für Fehler, weil die Fehler, also weil alles so günstig ist im Endeffekt. Also wer maximalen Profit will, muss von F aus anfangen. Wie gesagt, muss man sich jetzt selber bewusst sein. Muss ich öfter aktiv sein, muss ich öfter an den PC gehen. Ist halt vor allem für Leute, die sehr viel Homeoffice haben oder sehr viel zu Hause sind. Vielleicht aus anderen Gründen als Homeoffice, vielleicht schon Rentner oder so, keine Ahnung. Für solche Leute ist es perfekt, weil die belastet das jetzt nicht großartig wahrscheinlich, wenn sie den ganzen Tag daheim sind. Würde die das jetzt nicht groß jucken, wenn der Wecker, also mich hat das jetzt im Urlaub auch nicht so gestört. Nur dann, wenn ich geschlafen habe, war es ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, hier und da habe ich dann auch einfach gesagt, scheiß drauf, den Wecker, da stehe ich jetzt nicht auf. Einmal, also wie gesagt, ich habe auch nicht zu 100% das effizient gemacht, weil sonst wirst du ja wahnsinnig. Was man auch machen kann, ist den NPC offline nehmen und sich das aufschreiben. Zum Beispiel, ich sage jetzt, okay, wenn ich den NPC jetzt wieder aufstelle oder wenn ich das Pad jetzt reintue, 10 Stunden, blöd, dann ist, 10 Stunden. Aber wenn es jetzt zum Beispiel 20 Uhr ist, am Samstag, 10 Stunden heißt 6 Uhr morgens an einem Sonntag, am 6 Uhr morgens an einem Sonntag will ich nicht aufstehen. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, entweder ich mache mir einen neuen Wecker, so 22 Uhr oder 2 Uhr, Pet-NPC einpacken, schreibt mir das auf, Pet-NPC XY eingepackt und wenn ich dann am nächsten Tag aufstehe, packe ich ihn wieder aus. Das kann man machen, also es gibt verschiedene Wege, wie man das angeht. Machst du das jetzt auch seit 5 Wochen oder so circa, aber hast nur mit 2 Chance, aber gewinnst trotzdem gut. Nur fange ich immer mit FED an und dann CBA. Also das ist quasi ein Char mit FED und ein Char mit CBA. Okay. Einmal vor einer Woche mit dem 1, 2, 3, 4, 5 Pet, das war halt top mit den 700 Mio oder was das war. Ich habe halt kein einziges Pet, das auch nur ansatzweise so gut war. Oder ich habe wahrscheinlich 10-mal so viele gemacht. Damn. Nee, beide. Also du hast die Slots gekauft oder was? Wie? Oder nee, du machst auf beiden. Achso, du machst auf beiden erst FED und dann CBA. Aber ja, das ist zum Beispiel etwas, was ich mir am Anfang überlegt habe. Das ist halt die Frage. Weil so habe ich auch angefangen, aber ich habe das relativ schnell gescratcht, weil du musst es so sehen, ein A-Pad dauert 10 Tage und, nee, Schwachsinn, ich verwechsel es mal mit der NPC-Dauer. Egal. Jedenfalls, 10 Tage und 10 Stunden passt schon, ne? Aber ich verwechsel es immer mit den 250 Stunden. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, mit dem NPC-Dingens meine ich. Also 10 Tage, 10 Stunden ist schon das S-Pad. Und mit den 15 Tagen würde ich sagen, verwechsel ich es immer. Aber das hat sogar gepasst, wie ich es gesagt habe. Also R-Pad, S-Pad dauert 10 Tage, 10 Stunden. Und dadurch, dass es so lange dauert, sollte eigentlich in jedem Haus, habe ich mir überlegt, immer ein A-NPC stehen. Habe ich auch erst in der zweiten Welle in Anführungszeichen gemacht. Also in der ersten Welle hatte ich das auch noch nicht. In der ersten Welle habe ich die ganzen kleinen NPCs aufgestellt, die nervigen, wo du maximal 2 Tage zwischen 2 Weckern hast. Hab da halt dann tonnenweise Pets kreiert, die dann halt größtenteils brach lagen, weil ich gar nicht so schnell hinterhergekommen bin. Und
Ja, und wie gesagt, ich habe dann schnell gemerkt, naja, eigentlich schon ziemlich dämlich. Ich meine, jetzt mache ich hier die ganze Zeit nur C-Pads und B-Pads und so höchstens. Und aber am Ende muss ich dann ja immer 10 Tage warten, bis dann mal ein S-Pad draus wird. Und in den 10 Tagen sinken die Preise weiter. Das ist eigentlich richtig uneffizient. Und habe dann eben realisiert, naja, es ist klüger, mach ruhig F und E in das Haus und A. Mach C und B in das Haus und A. Mach D und C in das Haus und A. In jedes Haus habe ich dann A NPC gestellt. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert, weil meine ganzen normalen NPCs, also nicht A, sind jetzt alle vor einer Woche ungefähr abgelaufen. Die letzten vor ein paar Tagen. Also es gab vereinzelte, die noch ein bisschen länger liefen. Aus verschiedensten Gründen. Aber die meisten sind so ungefähr vor einer Woche abgelaufen. Die letzten. Und jetzt wäre dann halt der Punkt gewesen, sag ich mal, wäre vielleicht eine Woche früher der Punkt gewesen, wo ich dann endlich angefangen hätte, die A-NPCs aufzustellen. Aber es wäre viel zu spät gewesen, weil bis dahin wären die Preise, oder sind die Preise ja schon komplett eingebrochen. Je länger du wartest, desto schlechter werden die Preise. Und das ist halt nicht, wie gesagt, effizient. Und ich meine, in dem Fall muss man ja wirklich sagen, du machst es ja nur wegen dem Geld. Also sollst du auch schon den Weg nehmen, der dir die meiste Kohle bringt. Sonst macht das Ganze ja eh keinen Sinn.